Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute gehen wir mal wieder auf einen Wunsch aus den Kommentaren ein, und zwar Firewolf_4u, Gruß geht raus an der Stelle, hat sich ein Video zur MP40 gewünscht. Dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Wir checken das Teil einmal ab, Spezialisierungen, Rückstoßverhalten, wie schneidet das Ding als eher langsam feuerndes SMG im Vergleich zu den Meta-Waffen à la ZK383, Tommy Gun, Surumi und der Typ 2A überhaupt ab? Und könnt ihr mit dem Teil überhaupt bestehen? Oder ist die MP40 als vermeintliche Einsteigerwaffe einfach zu langsam bzw. zu schwach? All das checken wir im heutigen Video. Bleibt also gerne mit dabei und bis gleich. Also, wenn wir die MP40 mal in den direkten Vergleich zu zum Beispiel einer Surumi und Tommy Gun stellen, dann fällt natürlich auf, dass sie eine wesentlich niedrigere Feuerrate bei gleichem Schaden hat, dafür aber eine erhöhte Präzision. Was passiert jetzt allerdings, wenn ihr auf jemanden trefft, der gleiches oder fast gleiches oder sogar besseres Aim habt als ihr? Logischerweise im direkten Fight 1 gegen 1 werdet ihr vermutlich down gehen. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr diese Waffe im Detail skillen könnt, damit ihr trotzdem als Sieger aus solchen Gunfights hervorgeht. Die Kombination schauen wir uns jetzt in den Spezialisierungen an, und es gibt noch ein paar Tipps zum Movement, wie ihr wirklich das Maximum aus der MP40 rausholt. Also, ich würde euch wirklich den linken Weg, sprich Hüftfeuer, empfehlen. Warum das Ganze? Natürlich kann man die MP40 auch als absolute Präzisionsmaschine auf dem rechten Weg skillen, sprich mit schnellerem Zielen anstatt schnellerem Nachladen. Da habt ihr aber immer noch die Schwierigkeit einfach der niedrigeren Feuerrate von 540 und noch dazu dem kleineren Magazin. Also werden wir komplett links das Hüftfeuer nach oben schieben. Und ihr seht hier schon ganz deutlich, wie der Balken, der ist jetzt fast voll. Also maximale Präzision auf Hüftfeuer, und genau das wollen wir. Laufanpassung brauchen wir nicht. Aufgeskillt, und dann nehmen wir noch den Rückstoß. Brauchen wir eigentlich nicht, aber die zweite Spezialisierung bringt uns leider nichts, weil sich die auf gezieltes Feuern bezieht. Aus der Bewegung wäre zwar gut, aber wie gesagt, gezieltes Feuern aus dem Visier, damit fangen wir nichts an. Deswegen komplett links durchskillen, und dann habt ihr das absolute Hipfire-Monster, die auch noch mal ein gutes Stück mehr Präzision hat als die MP28 zum Beispiel. Die hat andere Vorteile. Ich verlinke euch das Video zur MP28 gerne an der Stelle nochmal. Und jetzt schauen wir uns den Rückstoß an. Ihr seht schon, mit den Spezialisierungen geht eigentlich nur nach oben, und man kann das auf Hüftfeuer relativ gut kontrollieren. Ein bisschen Streuung hat man natürlich trotzdem. Und auch mit der Spezialisierung, die wirklich nur auf Hüftfeuer, wie gesagt, geskillt ist, seht ihr schon, ist der Rückstoß und die Rückstoßkontrolle darin, auch im Visier, falls ihr es mal doch brauchen solltet, absolut easy bzw. gut machbar. Auch mit Rückstoßkontrolle aus dem Hüftfeuer schwabbelt die Waffe dann doch nochmal gut rum. Deswegen würde ich empfehlen, dass ihr einfach doch nochmal ein paar kurze Stöße macht. Feuerstöße, keine anderen Stöße, hier nicht falsch verstehen. Wie ihr seht, da bekommt man dann nahezu die gleiche Präzision hin wie im Visier. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, wie ihr auch nochmal Hüftfeuer bzw. die Präzision verbessern könnt. Und zwar, wenn ihr euch einfach mal an der Wand einen Punkt sucht und ihr geht jetzt von links auf rechts und versucht immer, das ist wie gesagt, ihr seht, bin auch kurz verruckelt, und versucht immer mit dem Fadenkreuz auf derselben Position zu bleiben. Das ist nämlich wichtig bei der MP40, gerade Hüftfeuer, weil dadurch, dass ihr nicht ins Visier gehen müsst, verschafft ihr euch einen absoluten Vorteil gegenüber anderen Waffen, auch den schneller feuernden Waffen. Ihr müsst aber noch mehr als sonst aufs Movement achten, sprich von links auf rechts einfach ein bisschen variieren und, wie gesagt, den Vorteil, dass ihr nicht ins Visier gehen müsst, nutzen. Wenn ihr das so macht, dann habt ihr auch wirklich eine Chance gegen, wie gesagt, die Meta-Waffen bzw. die schnell feuernden SMGs zu bestehen.
Und dann kann man mit dem Teil auch wirklich jede Menge Spaß haben. Ich hatte damit richtig viel Spaß, auch allgemein wieder mit der Challenge. Wenn auch ihr nochmal einen Wunsch bzw. eine Anregung für ein weiteres Waffen-, Fahrzeug- oder Flugzeugvideo habt, dann packt auch das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und bevor ich mich jetzt ins weitere Gameplay verabschiede, noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Und zwar bin ich von einigen Abonnenten gefragt worden, ob es denn nicht die Möglichkeit gibt, mit mir zu zocken oder mit uns zu zocken. Die gibt es natürlich. Ich habe dafür ja ein Community Squad eingerichtet. Da könnt ihr euch gerne bewerben, beziehungsweise mich davor auch bei PSN adden, ist kein Problem. Wir nehmen euch auch gerne mit dazu in den Stream und haben einfach gemeinsam ein bisschen Spaß. Und zusätzlich habe ich auch noch einen Discord-Server eröffnet, wo wir uns auch einfach noch mal ein bisschen öfter und intensiver vielleicht austauschen können. Auch der wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Joint da gerne mit rein, unterhaltet euch auch gegenseitig, diskutiert und ich werde mich dann auch immer mal wieder dazu schalten. Also würde mich freuen, wenn ihr da auch mit am Start seid. Und ja, ich würde sagen, jetzt bin ich erstmal raus. Viel Spaß noch mit dem weiteren Gameplay. Wir sehen uns zum nächsten Video. Euer A-Team.